So und weiter geht's, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich habe ja gesagt in der letzten Folge, dass wir uns nochmal mit dem Ex-Freund unterhalten sollten von dem Opfer. Und das machen wir jetzt auch. Gehen wir in den Hörsaal. Hockt ihr da noch drin oder? Genau, mit dir wollte ich weitersprechen. Mr. Reed, or should I call you Captain Reed? Not anymore. I'm no longer with the Las Vegas Fire Department. Wir waren ja in der Wohnung des Opfers und er war ja eben beim Fire Department in Las Vegas und da haben wir unter anderem ja dieses Werkzeug gefunden, was eben hauptsächlich von der Feuerwehr genutzt wird. Also erzählen Sie uns was über das Werkzeug. Sie haben nicht erzählt, dass Sie Feuerwehrmann sind. Ja, warum hat er das denn nicht I gesagt? bet you've seen a lot of buildings burn, and I bet you know a lot of ways to light them up. You know something, buddy? You are way the hell out of line. I devoted my life to jumping into the flames and saving people. And I lost friends in those buildings I've seen burn. So for you to sit there and insinuate that I may be an arsonist is the most offensive thing anyone has ever said to me. And Porsche? You think I set Porsche on fire? I mean, I don't know what kind of animals you people have to deal with, but that's not me. Also im Moment glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass er das war, aber vielleicht hat er indirekt damit was zu tun. Aber sie wurden gefeuert. Ja. Being a firefighter was obviously very important to you, so it must have hurt to lose that. Yeah, well, they were just looking for an excuse. I was actually trying to keep my head down. You were on probation. There was a tenement fire in the Alphabets. Battalion chief thought the place was coming down. Ordered me not to go back in. You'd think I might earn a little slack for telling the boss to piss off, but let me save a room full of kids. And again, if I'd stopped at piss off, maybe I would have. Okay. Also er scheint doch etwas aufbrausend zu sein und manchmal seine Emotionen nicht so unter Kontrolle zu haben. Aber er hat ja, glaube ich, gesagt, dass er mit ihr Schluss gemacht hat wegen ihrem Drogenproblem. Sie haben einen Drogentest nicht bestanden. Ich will jetzt aber erstmal wissen, was... It's a firefighting tool, isn't it? It's called a Denver tool. Firefighters use it for getting into and out of places. Places like apartments? Only if they're on fire. Okay. Sie haben Ihren Schlüssel nicht benutzt. Wir verdächtigen Sie der Brandstiftung. Nee, das sage ich jetzt mal noch nicht. Sie haben einen Drogentest. Wasn't Portia the one with the drug problem? Yeah, it was her problem, and she's the reason I got fired. Portia made pot brownies. Now, she says she didn't dose me intentionally, but she did leave the damn things right where I would find them, and she didn't tell me what they were. I ate 3 of them. I could barely get out of bed for like a day and a half. I don't know how anyone can stand that stuff. And then, as if that wasn't bad enough, Happy Monday! Go pee in a cup! Ja, das ist natürlich ärgerlich, aber wir kommen jetzt wieder zu den Brownies, welchen wir einen in dem Backofen gefunden haben, was ja quasi als Entzündungsquelle benutzt worden ist. Diese wirken sie ab, weil sie ihnen eine Dosis verpasst hat. I dumped her because she got me fired from a job I loved. Okay. Genau, den Schlüssel. We think you used your Denver tool to break Portia's door in. I told you I got a key. Look, take it if you need it. Habe ich Beweise? Nein. Okay, das wäre ein Beweis. You see those marks? They line up perfectly with your Denver tool. Mine or anybody else's. Even if it was a Denver tool, no firefighter did that. If I really wanted to bring that door down, I'd pry the hinges off. The last thing I'd do is hack at it like a maniac.
Okay. Ihr verdächtigen die dann? Nee, ich verdächtige den erstmal nicht. Thanks for sticking around. No problem. I'll be waiting. Ich weiß nicht, ich glaub's. Ich kann es im Moment nicht glauben, dass er war. Schauen wir uns nochmal Beweise an. Okay, wir haben hier das. Ist das jetzt ein Feuerwehraxt oder dann hast du von Kann ich, wenn ich jetzt ins Labor gehe, was haben wir denn hier noch? Loft des Opfers haben wir gemacht. Irgendwie hänge ich gerade ein bisschen. Oh. You've just received an email from your supervisor. It will point out something that you may not have noticed yet. You can access this email from your PDA. Okay. Dann lesen wir mal die E-Mail. Haben wir schon eine schöne DNA-Probe von Pete Buxer. Mich würde interessieren, ob sie zu dem schwarzen Haar passt. Catherine Willows, Leitung CSI Nachtschicht. 9 haben wir natürlich nicht. Dann gehen wir zu Pete Buxers Büro und fragen ihn mal, oder? Wenn der da ist. Looks like oder? Mr. Baja isn't here, but we could always knock. No answer. Ja, okay. War eine blöde Idee. Ich glaube, wir gehen lieber mal zu unserem Detective Press und fragen ihn mal, ob wir so einen Gerichtsbeschluss kriegen für eine DNA-Probe. Nee, ich will nicht mit Brian Wright sprechen. Ist ja irgendwie... Habe ich von dem... Ich habe von dem Buxer keine DNA-Probe, oder? Wo ich vergleichen könnte. Fuß, das ist... Barschlagen, Schuhabdruck, Loft des Opfers. Schuhabdruck aus Loft des Opfers. Ach so, das war der Schlamm von da, okay. Feuerwehraxt, genau. Perlenvorhang aus Loft. Okay, dann gehen wir mal ins Labor und gucken, ob wir eine DNA-Probe aus dem Haar gewinnen können, würde ich mal sagen. DNA-Beweis. Das hier analysieren. Kein Treffer. Okay. Ich bräuchte von dem Typ eine DNA, aber wie kriege ich die? Ich habe ja nur... Ist das ja... Hey, ich habe nur von dir und das Haar. Ich bräuchte von diesem Typ. Aber wo kriege ich die her? Ich hänge gerade, Leute, echt. Ich weiß nicht, was ich jetzt weitermachen soll. Ach komm, da steht doch so, ich frage sie mal. Vielleicht hilft die mir weiter. We found a black hair with the root tag attached, so we'll be able to recover a full DNA profile. Pete Baja has black hair. Maybe we can get him to give us a sample of his DNA for comparison. Okay. Dann müssen wir doch zu dem Typ nochmal gehen. Vielleicht ist er ja inzwischen da. Looks like he's still not here. Ah, super, können wir klopfen machen. No answer.
No answer. Klopft so lange, bis jetzt da einer aufmacht. Oder vielleicht finde ich ja irgendwo. Da ist doch so ein Becher. Mann. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sonst eine DNA-Probe herbekomme, außer hier. Dann brauche ich da jetzt hier mal klopfen. Anrufen kann ich den ja auch nicht. Weiß ich sonst was? P-Bucks, das heißt Versicherung, behauptet, Superspar wäre profitabel, weiß niemand, dass Spar angezogen wurde. Behauptet, dass er nichts von Asbest im Spa über Portias Krebs wusste. Sehr ärgerlich. Was mache ich denn jetzt nur? Wenn ich jetzt wieder zu dem Press gehe und den... Ich will noch mal mit Brian Wright sprechen. Ich will eigentlich nicht mit dem sprechen. I'll meet you down there. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. The fire was set by someone with the knowledge to burn that building to the ground. I don't care what you say. I would never start a fire. Ah, genau. Gipsabdruck der Spa. Da haben wir doch das identifiziert, dass das mit dem Dings da The drauf war. drywall at the spa was ventilated with a Denver Genau. tool. Well, it wasn't my Denver tool. Anybody can buy one on the internet. Even Portia had one. Why did Portia have a Denver tool? She took mine. She wanted it for protection. Said it creeped her out to be alone in that place all day. By that place, do you mean the spa? Yeah, she had hers at the spa. You know something? You're right. There are a lot of other Denver tools floating around out there. But in this case, I really only think there's one I need to worry about. And it belongs to you. You followed Portia to the spa. And when she was nice and relaxed in her mud bath, you torched the place. And then you went back to her apartment to get your things, and a few of her things too. And then you tried to disappear. I bet you figured, hey, if it looks like a break-in, then no one will suspect the boyfriend who's already got a key to the place. And that might have worked for you too. But you forgot to light a fire under yourself. You were still standing right there when we rolled up. Captain, I respect the police. I really do. I know what it's like to go out there every day and put it all on the line. And I know you're just doing your job. But if you can look me straight in the eye and really hear what I'm saying to you, and yet still believe that I could do this to Portia, then I feel very, very sorry for you, because you're not qualified to carry that badge. Now, are you really gonna arrest me, or what? No, we're not going to arrest you, Brian. But we'd appreciate if you could hold tight here for a while. All right, I will. For now. And like I said, I'm happy to answer your questions, but no more finger pointing, or I'm done. We understand. Thank you. Okay, gut. Die Geschäfte der Spa liefen schlecht. You said that Portia spent hours alone at the spa. How often did she do that? Just about every day. You know, there were times I started to believe that place might be some sort of front. A front? Yeah, you know, for money laundering. Portia was convinced, and she was keeping her own records. She told me that place wasn't making a dime. Wo sind die Akten? Did anyone else know Portia was keeping financial records? I think she might have mentioned it to a boss, which seemed like the wrong guy to talk to about it, but she trusted him. At least she did. But after she talked to him, she got all paranoid. Ended up hiding all the papers in the broiler drawer. I thought she was just high. Hey, you guys looking at him for this? Thanks for Aber sticking die haben wir ja around. schon, die No Akten, oder? problem. I'll be waiting. Die Akten haben wir doch schon. Hier war das.
Buchhaltung, die zeigt, dass es super Umsätze macht. Ja. Man kann die Dinger nicht untersuchen, ja. Was wir jetzt... Ich kann jetzt mal noch kurz gucken, was... Die Feuerwehraxt... Das ist ja ein Griff. Nee, aber ich würde da gern Fingerabdrücke nehmen. Aber das geht wohl nicht. Oh Mann. Okay. Das haben wir jetzt schon soweit alles untersucht hier. Das mit der Axt haben wir untersucht. Dann gehen wir... Ich probiere es jetzt nochmal, ob der da ist mittlerweile. Ah, aber die Uhr-Ding ist weg. Hi. Sorry, I was shaving. Cut myself. What can I do for you? Wir suchen nach einem Werkzeug. Portia Weissman owned a firefighting tool. She kept it at the spa for security. Have you seen it? No. She had some kind of weapon at the spa? Well, that's totally against company policy. Okay, wir gehen jetzt. We'll be back. Looking forward to it. Jetzt, der hat doch da jetzt was weggeworfen. Das könnten wir doch jetzt aufheben. Yeah. Und da ist dann bestimmt seine DNA dran. Good catch. That should contain a workable sample of his DNA. Sehr schön. Und zurück ins Labor. Ins Labor. So. Und jetzt können wir nämlich seine DNA-Probe vergleichen. So, DNA. Beweis 1. Hey. Wo ist jetzt mein Haar? Muss ich das jetzt hier erst absorbieren? Hä? Ich bin manchmal etwas zu voreilig. Genau, zu den Bluttropfen. Baja's DNA, ready for processing. Okay, jetzt können wir die Analyse starten. Ja, ich bin manchmal leicht zu voreilig. Jetzt können wir den A, genau, einmal das H und einmal das hier. Ach, jetzt muss ich irgendwie gucken, ob das übereinstimmt, oder was? Hä? Wie soll denn das jetzt gehen? Stimmt doch nicht hier. Da passt ja gar nichts. Kann ich die nicht? Achso, nee, Moment. Ja, keine Treffer, ich weiß. Ich muss das wirklich von Hand... Ah, okay, das hat jetzt gepasst. Hier hätten wir... das passt aber auch hier, oder? Okay. Jetzt haben wir noch zweimal blau-rot. Zweimal blau. Ja, rot, grün, blau. Wenn wir das so machen. Langsam kommen wir der Sache näher. So, hier. Okay. Dann kann ich das hier so von Hand... Ah, wunderbar. Abgleichen. Pete Baja was in Portia Weissman's apartment, even though he told us he'd never been there.
Okay, er war also da. How's the arson case? Is your decorated fireman still the prime suspect? I'm not so sure now. He's got an answer for everything. And what I thought was the best evidence we had against him, his firefighting tool, well, it doesn't actually provide us with anything conclusive. On top of that, the spa's owner, Pete Baja, lied to us about never visiting the victim's apartment. All right. Well, talk to Brass. See if he can help you take a closer look at this Mr. Baja. Okay. All right. You're done already. I was just going to call you. This is Special Agent Dean Huntby of the FBI. It seems your case may be crossing into his jurisdiction. Agent Huntby, why don't I let you explain the situation to them? Thank you, Captain Brass. It's my understanding your prime suspect in the arson fire at the Super La Spa is Pedro Baja. Is my information correct? We're looking at him for the arson and a homicide. A young woman by the name of Portia Weissman died in the fire. Is that right? Well, let me explain why I'm here. Are you familiar with La Reina de la Colmena? Unfortunately, as a member of law enforcement, you should be. In Spanish, it means the Queen of the Hive, the alias for a woman named Beatriz Salazar, now the most dangerous drug lord in Mexico. We believe Pedro Baja was in her employ. Okay. So is this the part where you tell us to back off Mr. Baja and let you do your job? No, Ms. Seidel, not at all. I want you to get your man. I want you to get him so bad he'll have no choice but to cut a deal. You see, in the entire universe of La Reina de la Colmena's drug trafficking operation, Baja's just a satellite, a small-time money launderer through those little shops of his. But for some reason, we have him on wiretaps in direct communication with Salazar. The taps themselves are useless because Baja and Salazar communicate in code, referring to things like family, weather, whatever. But why she's talking to him directly instead of through an intermediary, I have no idea. But it's that direct connection that means, if we can bring down Baja, then we have our best shot yet at taking down the Queen of the Hive herself. Agent Huntby has requested the opportunity to keep tabs on us for a while, and run this one as a joint jurisdiction. You do your thing, I'll do mine. Okay. Es nimmt jetzt doch, oder es zieht jetzt doch größere Kreise wie am Anfang gedacht. Sehr interessant. Leider ist jetzt die Zeit schon um und genau, wir werden jetzt in der nächsten Folge natürlich weiter auf den Grund gehen und uns mal diesen Baxter richtig vorknüpfen und ja, schauen, was passiert. Ich bin wirklich sehr gespannt, ich hoffe ihr auch. Dann bis zum nächsten Mal, denkt an einen Daumen und ein Feedback und bis dann, tschüss.